Wir leben in einer Demokratie, keine Selbstverständlichkeit. Nur 6% der Menschen weltweit leben in einer echten Demokratie, so wie wir in Deutschland. Doch diese Staatsform gerät immer mehr unter Stress, weltweit, aber auch bei uns. Forschende stellen seit Jahren fest, demokratischen Systemen droht Gefahr, vor allem von rechts. Die deutsche Demokratie steht unter einem eminenten Druck von rechts, und zwar seit 20 Jahren. Es gibt politische Morde, es gibt Repression gegen Fremde, es gibt Antisemitismus in einem Maße, wie wir ihn lange nicht mehr hatten. Antisemiten, Nationalisten, Wutbürger. Sie waren wohl immer da und sie werden immer stärker, sagen Studien. Sie sind unzufrieden mit unserer Staatsform, mit den Politikern, mit ihren Lebensumständen. Inflation, Klima, Corona, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise. Klaus Leggevi spricht von Polykrisen. Die machen Angst und schüren Zweifel an unserem System. Es gibt eine Vielzahl von Krisen, die jetzt zusammenwirken. Und dann wird es sehr schwierig, das Vertrauen zu behalten in die Leistungsfähigkeit des Wohlfahrtsstaates, der das alles kompensiert. Das Vertrauen in die Politik sinkt. Viele fühlen sich vom Staat alleingelassen. Immer mehr Menschen haben Angst, sozial abgehängt zu werden. In einer Umfrage gaben 80% der Deutschen an, wenig bis gar kein Vertrauen in die Parteien zu haben. Sie trauen ihnen nicht zu, die Probleme zu lösen. Klaus Leggevi erforscht seit Jahren, wie sich Krisen auf die Gesellschaft auswirken. Wenn aus der Effizienzkrise eines Wohlfahrtsstaates, einer wohlfahrtsstaatlichen Demokratie, eine Legitimationskrise seitens der Bürgerinnen und Bürger wird, die Vertrauen in die Institutionen verlieren, die die Politiker abwerten und die sich selbst nicht bereit sind, in einen politischen Prozess einzubeziehen. Dann ist die Demokratie nicht nur im Stress, sondern auch in einer Krise. Viele, die Angst haben, suchen nach einem Schuldigen. Jemandem, den man für seinen Frust zur Rechenschaft ziehen kann. Rechtspopulisten nutzen das bewusst aus. Sie lenken Angst und Wut gezielt auf die immer gleichen Feindbilder, die für alle Miseren verantwortlich sein sollen. Und anders als vor 20 Jahren gibt es ein parlamentarisches Sammelbecken für Unzufriedene mit unserer Staatsform. Rechte Parteien wie die AfD unterwandern gezielt Demokratien, denn sie lehnen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ab, sagt der Forscher Klaus Leggevi. Sie bekämpfen die Demokratie, weil sie sie nicht wünschen, weil sie eine andere autoritäre Herrschaftsform anstreben. Und die delegitimieren alles, was das demokratische System tut, erklären es für inkompetent, für korrupt, für verbrecherisch und gewinnen auf diese Art und Weise die Zustimmung von Menschen, die Ängste vor der Zukunft haben, die persönliche Probleme haben und die mehr und mehr zutiefst antidemokratische, autoritäre Einstellungen haben, wie die Reichsbürger, wie die Identitären und dergleichen mehr. Und die sind gut vernetzt. Ausgerechnet das Internet, das als demokratische Plattform startete, fördert Hass und Hetze. Eine kleine Minderheit erreicht hier mit radikalen Posts viele. Rechte Gesinnung findet sich vereinzelt sogar bei Staatsdienern. Die Frankfurter Polizei wird seit Jahren von Skandalen erschüttert. Unbekannte verschickten 2018 rassistische und neonazistische Drohschreiben an Personen des öffentlichen Lebens. Die Adressen hatten Polizeibeamte weitergegeben. Auch rechtsextreme Posts tauschten Polizisten in Chatgruppen aus. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen 18 Frankfurter SEK-Beamte wegen Volksverhetzung. Das Sondereinsatzkommando wurde als Folge aufgelöst. Früher genossen Institutionen wie die Polizei größeres Vertrauen in der Bevölkerung. Doch der Skandal und die mediale Berichterstattung hatten einen unerwünschten Nebeneffekt. Das Ansehen der Polizei sank bundesweit. Der Soziologe Thomas Schäffer forscht zur Vertrauensarbeit der Polizei in Großstädten. Auch wenn nur wenige Beamte beteiligt waren, solche Skandale erschüttern den Glauben an Institutionen.
Das ist deswegen ein Stresspunkt, weil gewisse Vorkommnisse sehr schnell verallgemeinert werden und das, was an einem Ort passiert, repräsentativ genommen wird für das Problem in Gänze. Und so kommt es, dass gewisse Vorkommnisse in der Polizei dann der gesamten Polizei, wo auch immer, zugeschrieben werden. Das Internet macht es möglich. Algorithmen der sozialen Netzwerke bevorzugen provokante und aggressive Beiträge, die viele Antworten hervorrufen, wie Facebook selbst offen zugibt. Sie schlagen den Nutzern ähnliche Inhalte vor. So liest und hört man verstärkt Meinungen, die mit der eigenen übereinstimmen, die dadurch radikaler wird. Durch diese Filterblasen entsteht ein einseitiges Bild der Welt, eine alternative Realität. Gegenargumente nimmt man dann nicht mehr wahr oder lehnt sie ab. Also heute gibt es die Neigung zur Polarisierung, und zwar zur verallgemeinerten Polarisierung. Es gibt sozusagen immer weniger neutrale Instanzen, also die man für neutral hält. Das betrifft den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Gerichte, aber auch Polizei, sogar Feuerwehr und Sanitäter werden dann einer Seite zugeschlagen, der jeweiligen Gegenseite, und werden entsprechend dann auch angefeindet. Und das ist ein Warnsignal, wenn es sozusagen diese neutralen, gemeinsamen Instanzen gar nicht mehr gibt. Keine Gemeinsamkeiten, nur noch Feindbilder. Corona hat gezeigt, wie schnell sich Gruppen radikalisieren können und dass Rechte weltweit mitmischen. Sie beschwören die Auferstehung der Nation als Heilmittel gegen alles Übel. Ihr Versprechen: dann wird hier bei uns alles gut. Ein unhaltbares Versprechen. Es gibt globale Krisen, die auch nur global lösbar sind, wie zum Beispiel die Pandemie, die Klimakrise. Aber die Nationalisten, die Rechtsradikalen, sagen, nur die Nation hilft uns. Wir müssen alles, was nicht zu dieser Nation gehört, ausschließen. Und wir machen das Make America Great Again in unserem eigenen Land. Und das ist eine völlige Illusion. Doch die vollmundigen Versprechungen der Rechten bringen ihnen Zulauf. Regierungsbeteiligungen sind für die AfD längst in greifbare Nähe gerückt. Ganz legal könnten sie ihre Macht nutzen, um die Demokratie auszuhöhlen. Grundrechte wie das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Gleichheit vor dem Gesetz sind dann nicht mehr sicher. Wer die erhalten will, sollte sich aktiv engagieren. Es geht damit los, dass man wieder mal wählen geht. Das geht damit weiter, dass man politischen Organisationen, Verbänden beitritt, dass man gemeinwohlnützige Arbeit betreibt, dass man in Bürgerräten mitmacht, die über die Zukunft unserer Gesellschaft beraten, dass man sich überhaupt gesellschaftlich engagiert und zeigt, dass Demokratie eine lebendige Lebensform ist, nicht nur eine Herrschaftsform. Demokratie ist kein Selbstläufer. Sie ist nur geschützt, wenn jeder von uns etwas dafür tut.